Ich bin Wiebke Rössig. Ich leite hier im Museum für Naturkunde in Berlin das sogenannte Experimentierfeld für Partizipation und offene Wissenschaft. Das Experimentierfeld sind Räume, großzügige Räume innerhalb des Ausstellungsrundgangs im Museum für Naturkunde. Und das Konzept ist tatsächlich einen Raum der Begegnung zu schaffen, einen Raum, in dem Austausch möglich ist, in dem wir sehr flexibel mit verschiedenen Formaten experimentieren können. Ich habe mitgebracht einen der Sitzwürfel hier aus dem Experimentierfeld, weil er für mich so ein bisschen dafür steht, dass das Experimentierfeld ein sehr flexibler Raum ist und sein soll. Und gerade speziell, was die Öffnung des Experimentierfeldes für Fridays for Future Bewegung angeht, stellen die auch nochmal dar, wie flexibel wir da auch immer sein mussten. Also wir hatten da wirklich immer alles zwischen 20 und 300 Teilnehmenden und auch WissenschaftlerInnen zwischen 3, 4 bis über 20, die an einem Freitag dann hier waren. Und dadurch waren natürlich solche Sitzwürfel extrem wichtig und die waren immer sehr, sehr viel im Einsatz. Die waren dann alle überall verstreut und abends haben wir die dann wieder eingesammelt, wenn alle wieder nach Hause gegangen sind. Es hat tatsächlich damit angefangen, dass der erste größere Streik angekündigt wurde und sich herausstellte, dass diese Bewegung einfach extrem spannend ist und als zentrale Forderung hat, hört auf die Wissenschaft, passte das einfach sehr, sehr gut zu dem, wofür wir auch stehen und was wir wollen. Johannes Vogel war auch sofort dafür, ja, das sollen wir auf jeden Fall machen. Und so ist es auch entstanden, dass er auch direkt bei dem Streik er auch auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, dass er direkt nach dem Streik eben einlädt zu einem Austausch mit Wissenschaft, mit Forschenden hier in den Räumen des Experimentierfeldes. Das ging alles extrem schnell und was passiert ist, dass wir eben über 200 Jugendliche, die nach dem Streik direkt hierher gekommen sind und das war total toll und dynamisch und in den Wochen darauf sind dann teilweise ganze Schulklassen gekommen, ganze Gruppen vom Streik, eben viele auch der Organisatorinnen sind hier gekommen und sehr schnell danach, als wir diesen Raum gegeben haben, jeden Freitag, kamen sie auf uns zu und haben uns gebeten, sie zu unterstützen bei der Veröffentlichung der Forderungen. Und diese Präsentation der Forderungen von Fridays for Future, das ja auch ein wichtiger Schritt in der Bewegung war, also vom reinen Protest hin zu, nein, wir haben wirklich sehr konkrete Forderungen an die Politik, die alle wissenschaftsbasiert sind. Und das war so der erste Schritt. Und dann haben wir überlegt, dass wir eigentlich auch nicht nur ein Ort sind, an dem Wissenschaft und Zivilgesellschaft sich treffen, sondern auch Politik und Zivilgesellschaft und Wissenschaft und haben deswegen noch vor den Sommerferien des ersten großen Fridays for Future Jahres hier ein Treffen organisiert zwischen allen Parteien und allen Fraktionen des Deutschen Bundestages und Fridays for Future. Ich glaube, eine solidarische Gemeinschaft für mich ist auf jeden Fall eine Gemeinschaft, die verletzlicheren Mitglieder der Gemeinschaft gut schützt und wenn alle Menschen mit all ihrer Diversität und ihren unterschiedlichen Perspektiven eine Möglichkeit haben, sich auch zu artikulieren und mitzusprechen und ihre Meinungen und Perspektiven einfließen zu lassen. Da würde ich tatsächlich gerne allen mitgeben, dass die Vielfalt an Perspektiven und Expertisen und Meinungen das Zentrale ist, das aufzunehmen und einzuarbeiten. Und das gilt sowohl für politische Entscheidungen meines Erachtens als auch für Forschungsfragen, als auch für gesellschaftliche Entscheidungen, die man trifft.